Heute bin ich bei einer der Top 100 Frauen, die vom Fokus gewählt wurden, denen man zuhören sollte. Und wieso? Weil sie Unternehmertum cool aussehen lässt. Nach und nach hat sie den Betrieb ihres Vaters übernommen und mittlerweile ist sie Geschäftsführerin von SK Laser. Ja, und hat 3-mal so viele Follower wie ich auf LinkedIn. Und sie mischt die Maschinenbaubranche auf. Wie sie das macht, bin ich gespannt. Da kommt jemand, da kommt sie schon. Da, ja. Hochsicherheit, alles abgeschlossen, ja. Hallihallo! Hi Dina, grüß dich. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Du bist unter die Top 100 Frauen vom Fokus gewählt worden, denen man zuhören sollte. Ja. Warum ist das denn so? Also erstmal freue ich mich da total drüber. Warum wurde ich da gewählt? Ich glaube, das liegt daran, dass ich den deutschen Maschinenbau innovativ und divers gestalten möchte. Und da unternehme ich so ein paar Dinge, ja, und die zeigen ihre Wirkung, dass ich da sogar für sowas ausgewählt werde. Was veränderst du denn konkret? Was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich das Unternehmen von der Organisation etwas anders strukturiere. Also bei uns gibt es nicht die eine Sonne, ja, nach der sich alles richtet, das ist der Geschäftsführer so und alle machen das, was der Geschäftsführer sagt, sondern ich verteile die Verantwortung auf mehr Schultern und damit gebe ich auch den Mitarbeitenden mehr Entscheidungsgewalt. Ich habe mal gelesen, du möchtest eine digitale, nachhaltige Zukunft gestalten. Wie sieht denn das aus? Ja, ich habe da so ein paar Ideen. Also das hier ist zum Beispiel eine von diesen Ideen. Ja, das ist ein Standard-Laser. So ein Laser ist ja extrem langlebig. Also ein Laser hält 10, 15, 20 Jahre. Das ist echt krass. Aber manche Kunden brauchen gar nicht für so eine lange Zeit einen Laser. Deswegen haben wir die Laser-Miete forciert. Und dann kriegt so ein Kunde zum Beispiel eben so ein Lasersystem zur Miete für einen Monat, aber auch gern für ein paar Jahre. Und danach kommt er wieder zurück zu uns. Was macht ihr sonst noch so? Also hier zeige ich einmal das Laser Refurbischen. Bei bestimmten Lasertypen, dem CO2-Laser, da entlädt sich die Laserstrahlquelle mit der Zeit. Ja, das ist das hier hinten. Und diese Laserstrahlquelle, das ist jetzt zum Beispiel eine refurbischte Strahlquelle. Das heißt, die hat sich mit der Zeit entladen. Und da haben wir jetzt neues CO2 reingepumpt in diese Patrone, also wieder aufgeladen. Und jetzt kann er wieder weiter genutzt werden wie neu. Und das gab es vorher noch gar nicht? Doch, es gibt Firmen, die das anbieten, aber das sind sehr, sehr wenig Firmen, die das auf dem Markt überhaupt anbieten und wir sind jetzt eben einer davon. Was hast du denn sonst noch verändert? Also ich zeige dir jetzt mal ein ganz spannendes Projekt. Warte kurz mal. Hi Papa. Hallo. Komm mal mit in die Konstruktion. Okay. Wir erstellen von jeder Maschine einen digitalen Zwilling. Das sieht dann so aus zum Beispiel. Ja. Genau, da kann man dann zum Beispiel eine Tür auch wegmachen und mal so reinschauen, wie sieht es in der Maschine genau aus. Darauf basierend erstellen wir unsere technischen Zeichnungen, das ist quasi so der Bauplan dann für die Produktion. Jetzt habe ich gehört, ihr seid auch in der Forschung aktiv. Wie sieht das denn aus? Ja, also ganz stolz sind wir gerade auf ein Projekt, wo wir dabei sind. Und zwar werden da innovative und skalierbare Brennstoffzellenproduktionen entwickelt, zusammen mit Thyssen, BMW, Siemens, Fraunhofer Institut und SK Laser. Wie hast du dich jetzt in dieses Thema reingefuchst? Ja, erstmal ist das Thema Laser schon mal cool. Aber dann ist es bei mir so, als ich hier gestartet bin, war ich erstmal 11 Monate bei uns in der Konstruktion. Also habe selber unseren digitalen Zwilling erstellt und unsere technischen Zeichnungen. Tja, und in der Zeit lernt man schon einiges über Technik. Ja? Wann hat der Papa dich das erste Mal in die Maschine gelassen? Och, schon lange bevor ich hier in der Firma angefangen habe. Jetzt Brille auf. Ja? Ja. Wir machen die Absaugung noch an. Und wir gehen zweimal drüber, damit es richtig schick wird. Perfekt. Schon fertig. Fertig? Ja. Kannst auch anfassen, ist nicht warm oder so. Okay. Kannst du? Ja, das sieht man im Film nie. Jetzt veränderst du ja unheimlich viel. Ja. Bist auch in der Nische aktiv und sehr sichtbar. Glaubst du auch, dass es mit deiner Rolle als Frau zu tun hat? Naja, klar habe ich eine Sichtbarkeit dadurch, dass ich eine Frau im Maschinenbau bin. Aber ich glaube, die Dinge, die ich jetzt mache, also in die sozialen Medien gehen zum Beispiel oder digital das Unternehmen aufzustellen, das ist eigentlich was, das könnte auch genauso einen Nachfolger machen. Ja? Und ich glaube, dass es eher ein Generationsding ist, ja? Dass ich eben als junge Nachfolgerin ins Unternehmen gehe und da ein paar Sachen verändere und so anpasse auf meine Generation.